Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Video. Das Interesse an Carrera Hybrid scheint ja im Moment sehr groß zu sein. Daher gibt es natürlich auch immer mehr Drittanbieter, die Zubehör dafür liefern. In einem meiner letzten Videos habe ich euch ja schon die Hi-Mate Greenfield von Rollrennstrecke vorgestellt. Wer die noch nicht kennt, da verlinke ich euch das Video mal hier oben. Jetzt gibt es von Rollrennstrecke eine weitere Plane, die auch diesmal richtige Streckenverläufe aufgedruckt hat, nämlich den Hi-Mate Raceway. Dort könnt ihr die Streckenteile von Carrera Hybrid genau drauflegen oder auch frei fahren. Ich zeige euch hier in diesem Video wieder die Plane etwas genauer und ich werde natürlich auch in den verschiedenen Möglichkeiten ein paar Runden drehen. Und ihr könnt euch freuen, denn es gibt am Ende des Videos wieder eine Verlosung, wo ich eine der neuen Hi-Mate Raceways Plane an euch verlosen darf. Also bleibt gerne bis zum Ende dran. Viel Spaß beim Video. Bis gleich. Ja, auch der Hi-Mate Raceway kommt natürlich aufgerollt in einem ca. 2 Meter langen Karton bei euch an und muss von euch noch ausgerollt werden. Das habe ich jetzt hier schon einmal gemacht. Ich denke mal, das weiß jeder, wie das geht. Und man kann es ja auch im letzten Video zum Hi-Mate Greenfield sehen. Ausgerollt hat auch der Hi-Mate Raceway eine Größe von 3 x 2 Meter. Die Plane besteht aus PVC, hat ein Gewicht von 456 Gramm pro Quadratmeter und ist natürlich UV-echt und witterungsbeständig. Wir haben auch hier wieder Rollrennstrecke typisch eine sehr gute Qualität, einen sehr guten Druck und auch hier ist der Druck teilweise in einer leichten 3D-Optik gemacht. Das sehen wir aber gleich noch in den Detailaufnahmen. Wie ihr schon sehen könnt, haben wir hier verschiedene Streckenverläufe aufgedruckt, die in erster Linie natürlich auch speziell auf die neuen Carrera Hybrid Strecken ausgelegt sind. Das heißt, wir haben hier überall eine Streckenbreite von 25 cm, also passgenau auf die Streckenteile von Carrera Hybrid. Und auch der Streckenverlauf ist so gestaltet, dass die Streckenteile von Carrera Hybrid genau auf die Strecke des Raceways passen. Es gibt ja zurzeit nur 30 Grad Kurvenstücke und die passen natürlich genau in den Kurvenverlauf des Raceways. Einen kleinen Kurs kann man auch mit dem Carrera Hybrid Starter-Set abdecken. Ansonsten braucht man hier natürlich ein paar Streckenteile mehr. Natürlich können wir auf dieser Strecke auch mit Carrera Hybrid frei fahren, ohne die Streckenteile von Carrera. Dafür ist dann auch etwas mehr Streckenbreite vorgesehen. Hier haben wir dann ungefähr 34 bis 35 cm Breite und dafür gibt es dann auch die Start-Ziel-Targets von Rollrennstrecke zum Aufkleben. Und wer schon die Driftautos von Sturmkind besitzt, kennt auch eventuell schon die Rollrennstrecke-Targets für die Driftautos. Die gibt es zum Beispiel auch als statisch klebende Targets. Dort sind dann auch Start-Ziel-Targets enthalten, die man ebenfalls für Carrera Hybrid nutzen kann. Das zeige ich euch aber gleich nochmal, wenn wir hier ein paar Runden fahren. Und natürlich ist die Strecke auch wieder perfekt für die Driftautos von Sturmkind. Da fahren wir natürlich nachher auch noch ein paar Runden auf dieser Strecke. Ihr seht schon, der Raceway ist vielseitig einsetzbar. Und ich würde sagen, ich zeige euch als erstes mal den Raceway etwas näher im Detail und fange natürlich hier bei Start und Ziel an. Wir haben hier 8 Startplätze, von denen wir starten können. Natürlich könnt ihr auch mit mehr Autos fahren. Links und rechts haben wir noch einen netten Spruch aufgedruckt und noch einmal das Logo der Hi-Mate-Matten von Rollrennstrecke. Dann haben wir hier vorne die Start-Ziellinie, die aber nur optisch hier drauf gedruckt ist. Die wird nicht von den Autos erkannt. Dafür muss man dann die separaten Start-Ziel-Targets von Rollrennstrecke zum Beispiel nehmen. Entlang der Startaufstellung haben wir noch eine kleine schicke Boxengasse. Hier können wir nochmal 4 Autos parken. Hier sieht man auch ganz schön das Plattenmuster und auch hier ist alles ein bisschen verbraucht und dreckig dargestellt. Sieht alles wirklich sehr schön aus. Dann haben wir, wenn man das so sagen kann, eine Hauptstrecke aufgedruckt. Die ist ja auch in einem schönen dunklen Asphalt dargestellt. Und wir haben noch ein paar ergänzende Streckenverläufe, die etwas heller aufgedruckt wurden, die auch ein bisschen staubiger bzw. in einem anderen Asphalt dargestellt wurden. Ich gehe jetzt hier nicht die ganzen einzelnen Kurven durch. Ich denke, das sieht man hier im Gesamteindruck, dass man hier relativ viele Streckenvarianten mit Carrera Hybrid Steckenteilen legen kann, beziehungsweise natürlich auch frei fahren kann. Natürlich kann man hier auch Brücken einbauen zwischendurch oder sogar auch in 2 Ebenen fahren. Wenn man zum Beispiel hier in der Mitte eine kleine zweistöckige Spirale aufbaut mit Stützenelemente. Das kann ich hier jetzt leider nicht zeigen, weil ich nicht so viele Streckenelemente habe. Um die Strecke herum haben wir natürlich auch wieder einige Details dargestellt. Und zwar hier unten rechts einen kleinen Sandbereich, der auch, wie man sehen kann, leicht dreidimensional gedruckt ist. Das gleiche haben wir oben links in der Ecke auch nochmal. Oben rechts in der Ecke haben wir einen leicht felsigen, dreckigen Grünbereich. Auch hier sieht man ganz schön, dass das alles etwas dreidimensional wirkt. Auch hier unten links in der Ecke haben wir noch ein paar schöne Details abgebildet und auch nochmal die Bezeichnung der Strecke, nämlich Hi-Mate Raceway. Im Infield des Kreises haben wir dann wieder eine Sandfläche, ansonsten ist das Infield wieder steinig und grüner gehalten und auch alles wieder sehr schön und qualitativ hochwertig gedruckt. Und auch hier sieht man wieder diesen leichten 3D-Effekt. Dann haben wir an den Innenseiten der Kurven schöne rot-weiß-blaue Curbs abgebildet, die auch hier ein bisschen dreckiger dargestellt wurden. Hier oben rechts an der Kurve haben wir nochmal den Spruch aufgedruckt und die Hi-Mate-Logos. Eingefasst ist die gesamte Strecke hier auch nochmal links und rechts neben der Hauptstrecke mit einem etwas helleren Asphalt und einer rot-weißen Linie. Und wir haben außen um die Strecke herum auch nochmal einen etwas leicht felsigen Streifen, der die Grenze dann zwischen dem Kiesbett und der Strecke bildet. Ja, ich kann euch jetzt leider nicht alle möglichen Streckenvarianten hier in diesem Video zeigen, die mit Carrera Hybrid Steckenteilen möglich sind, da ich auch zurzeit nur das Starter-Set habe. Aber ich denke, ihr werdet da kreativ genug sein, eure eigenen Strecken hier drauf aufzubauen oder auch eben frei zu fahren. Auf jeden Fall ist das hier wieder eine sehr schöne Strecke geworden, mit sehr vielen Möglichkeiten, sich den Streckenverlauf so zu gestalten, wie man möchte.
Dazu eignen sich natürlich gerade auch beim freien Fahren die Banden von Rollrennstrecke, die man hier einfach aufkleben kann, um sich seinen eigenen Kurs zu stecken. Dann würde ich sagen, lege ich jetzt mal als erstes die Carrera Hybrid Strecke, die ich zur Verfügung habe, drauf und werde da ein paar Runden drauf fahren. Dann zeige ich euch nochmal das freie Fahren und die Start-Ziel-Targets von Rollrennstrecke. Und für alle Drifter unter uns werde ich nachher auch nochmal ein paar Runden mit den Driftautos von Sturmkind drehen. Und dann gibt es am Ende natürlich auch nochmal ein kleines Fazit. Viel Spaß!
Ja, zum Abschluss wie immer ein kleines Fazit. Ich finde den Hymate Raceway eine wirklich coole Ergänzung zum Carrera Hybrid System. Über die Qualität gibt es auch nicht viel zu sagen, die ist hier wie immer top. Ja, ihr habt ja selber gesehen, wie vielfältig diese Plane ist. Nicht nur um das Umfeld der Hybrid-Strecke drumherum zu verschönern, sondern auch wirklich um Hybrid- oder Hybridrennen in Kombination mit der Carrera-Bahn und daneben auf der Hymate-Plane zu fahren, was ja mit den Autos auch möglich ist. Das aber nur, wenn die KI auf Minimum gestellt ist. Ansonsten kommt man gar nicht so richtig bewusst von der Carrera-Bahn runter. Dabei wird dann natürlich auch die Start-Ziellinie der Carrera-Bahn erkannt. Oder ihr könnt aber eben auch komplett frei mit den Carrera-Autos auf der Hymate-Strecke fahren. Dazu benötigt ihr dann, wie gesagt, die separaten Start-Zieltages, wenn ihr die Rundenzeiten erfassen wollt. Es gibt hier ja so viele Kombinationsmöglichkeiten, ob mit Bahn oder ohne, dass da keine Langeweile aufkommen dürfte. Man kann das Ganze zusätzlich ja auch noch anders herumfahren. Also ihr habt da echt Streckenkombinationen satt. Aber nicht nur Carrera Hybrid macht hier auf dem Raceway richtig Spaß, sondern auch mit den Driftautos von Sturmkind kann man hier richtig gut fahren. Was übrigens mit den Driftern auch cool ist, da mal mit über die Carrera Hybrid Strecke zu fahren. Das ist nochmal eine spezielle Herausforderung, aber das nur mal kurz am Rande. Wie eben schon gesagt, darf ich dank André von Rollrennstrecke auch hier wieder einen Hymate Raceway an einen von euch verlosen. Alles, was ihr dazu wissen müsst, steht wieder unten in der Videobeschreibung. Lest euch die gerne mal durch und macht fleißig mit. Ihr könnt auch schon ruhig eine Plane kaufen, wenn ihr das möchtet. Der Gewinner, der schon eine Plane hat, bekommt dann einfach das Geld zurück oder eben noch eine zweite Plane. In die Videobeschreibung setze ich euch natürlich auch wieder den Link zu den Hymate-Planen rein und auch zu den Targets und Banden. Wenn ihr darüber bestellen möchtet, würdet ihr mich etwas unterstützen. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Dann würde ich sagen, war es das jetzt wieder mit dem Video. Lasst mir gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt mir gerne eure Meinung mal zum Raceway in die Kommentare. Und natürlich Abo mit Glocke nicht vergessen, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Dann sage ich nur noch Danke fürs Zusehen, viel Erfolg bei der Verlosung und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Christi. Ciao.